Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüsekiosk und herzlich zu den letzten Aussaat-Tipps dieses Jahres. Genau, wir haben ja das ganze Jahr über jeden Monat ein Video gemacht, wo wir euch aktuell erzählt haben, was wir bei uns gerade aussehen, was so los ist. Und dieses hier heute ist das letzte dieser 12-teiligen Serie, die hier oben übrigens in der Playlist direkt verlinkt ist. Speichert euch die einfach und so könnt ihr immer wieder reinschauen, in welchem Monat hier was passiert ist. Während wir im letzten Video im November nicht ganz so viel auszusehen hatten, kann ich euch heute erfreuen, denn im Dezember gibt es schon wieder mehr Möglichkeiten für alle Gartenfreunde, die die Füße nicht stillhalten möchten. Und vor allen Dingen sind die Chili-Fans angesprochen, aber dazu gleich mehr. Starten wir doch direkt mit der Kategorie Blattgemüse. Was können wir denn da jetzt aussehen? Wenn wir uns im Bereich Freiland befinden, fällt mir da direkt der Postelein ein. Postelein ist ein wundervolles Grünzeug, denn es ist sehr mild, es ist hübsch und naja, wenn man es einmal im Garten hat und es dann später aussehen lässt, dann wird man es auch nicht mehr los, was allerdings total super ist. Wenn wir Postelein jetzt im Freiland aussehen, dann ist die Ernte dann erst je nach Wetterbedingungen natürlich so im März, April zu erwarten, aber das lohnt sich und vor allen Dingen macht es ja Spaß auszusehen. Was wir jetzt im Freiland auch wunderbar aussehen können, das ist ja Weizen. Einfach Weizen in Bioqualität breitwürfig im Freiland im Garten ausbringen und es dauert nicht wirklich lange, das keimt, das wächst, das ist wunderbar. Was machen wir denn damit? Wir haben das mal gemacht und hinterher haben wir das Weizengras einfach abgeschnitten, geerntet und mit in den Entsafter gepackt. Zusammen mit anderem Grünzeug oder Obst, auch wie Apfel und Birne, gibt das einen ganz köstlichen und vor allen Dingen gesunden Saft, der so als Vitaminkick zwischendurch, gerade in den kalten, winterlichen Monaten, uns allen richtig gut tut. Im Bereich Blattgemüse und dem geschützten Anbau gibt es auch noch ein paar Aussaattipps von uns. Wenn wir dann an das Gewächshaus oder den Frühbeetkasten denken, können wir auch da jetzt noch was aussehen. Und zwar die Asiasalate oder eben auch die Winterkresse. Beides ein recht pikantes Grün und zur Keimung haben die es gern ein bisschen milder. Deswegen eignen sich Gewächshaus und Frühbeetkasten unbedingt. Also da könntet ihr das Grünzeug jetzt wunderbar aussehen. Und dann gibt es noch einen Klassiker für den absolut geschützten Bereich, und zwar das Zuhause, den wir alle kennen aus Kindheitstagen und den man immer wieder gut machen kann. Und das ist ganz einfach die Kresse. An der Fensterbank einfach ausgesät, kann man jeden Tag ein bisschen frisches Grünzeug fürs Brot zupfen. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber fürs Gemüt und für den Spaß und für die Gesundheit ist es auf jeden Fall ein empfehlenswerter Tipp, gerade im Winter. Kommen wir zu einem weiteren Aussaattipp, der führt uns in den Bereich des Wurzelgemüses. Ja, genau. Und zwar haben wir da neu entdeckt die Kerbelrübe. Ein altes Gemüse, ein sehr köstliches Gemüse, was man so vielleicht gar nicht so sehr kennt, außer man hat vielleicht schon unseren Bio-Saatgutkalender entdeckt, denn da ist das Saatgut drin, neben 11 weiteren spannenden Sorten. Link dazu ist in der Infobox, könnt ihr gerne mal schauen, wenn es euch interessiert. Generell wird Wurzelgemüse ja in Direktsaat ausgebracht. Wir experimentieren, wie ihr das von uns kennt, natürlich noch ein bisschen rum mit Voranzucht und Direktsaat. Aber dass die Kerbelrübe in den Garten kommt, das ist auf jeden Fall ganz, ganz klar. Die schmeckt köstlich. Die Kerbelrübe, die braucht es sogar besonders kalt. Die braucht einen Frostimpuls, damit die richtig gut in die Keimung kommen kann. Und der muss auch nicht kurz sein, der darf ruhig ein bisschen länger sein. Also das perfekte Gemüse für uns Gärtnerfreunde, die im Winter die Füße nicht stillhalten können. Am Anfang des Videos habe ich es ja schon gesagt, es gibt noch mehr. Im Bereich Fruchtgemüse sind 2 Kandidaten, die für alle Gartenfreunde, die die Füße nicht stillhalten können, genau das Richtige sind. Zum einen rede ich hier von Chili und zum anderen von Pepino. Wenn wir die beiden in die Keimung bringen wollen, dann brauchen wir es natürlich besonders warm, also 25 Grad dürfen es da schon sein. Aber wichtig, wenn sie dann gekeimt sind, dann müssen sie kühler stellen. Also unter 20 Grad sollten es dann schon sein.
Wir realisieren das bei uns einfach so, dass wir diese Anzuchtstation im Keller aufgebaut haben. Da funktioniert das mit der Temperatur ganz gut. Allerdings bedeutet das im Rückschluss auch, wir brauchen unbedingt genug Licht. Mit einem Südfenster konnten wir unserer Erfahrung nach bisher nicht auskommen, deswegen arbeiten wir mit Pflanzenleuchten. Die Pflanzenleuchten, die wir aktuell gerade verwenden, die machen einen sehr guten Eindruck und gute Arbeit. Wenn ihr euch die mal genauer anschauen möchtet, wir haben einen Link in der Infobox unter diesem Video für euch eingefügt. Und wo wir gerade im Bereich Fruchtgemüse sind, wir haben ja letztens ein Video online gestellt, wo wir euch 10 wirklich gute Sorten vorgestellt haben. Vielen Dank für euer ganzes Feedback, auch für die Bitte, ob wir vielleicht diese 10 Sorten als Set zusammenstellen können. Das haben wir jetzt gemacht, das heißt, jetzt in unserem Online-Kiosk könnt ihr diese 10 Sorten direkt als Bundle bekommen oder eben auch mit dieser wunderschönen Box von der Heidi, also sehr hochwertig, handgefertigt und im passenden Rot. Allerdings, wenn euch diese Box jetzt nicht zusagt, wir haben die noch in anderen Farben da und man kann ehrlich gesagt auch andere schöne Sachen da reinpacken. Ich finde sie sehr, sehr hübsch. Stifte passen perfekt hinein. Also auch das wäre ein schöner Tipp in Sachen Weihnachtsgeschenke. Aber nicht nur diese kleine, feine Box können wir euch anbieten, sondern wir haben noch 2 Schatztruhen bei uns im Sortiment mittlerweile und es sind wirklich Schatztruhen. Einmal hier diese mit dem Klappdeckel und dem doppelten Einsatz ist auch verlinkt in der Infobox. Die ist auch handgearbeitet. Ebenso aus einer Manufaktur haben wir die Schatztruhe, also diese Holzkiste. Die ist perfekt abgestimmt auch auf unsere Tütchen, genau wie die anderen auch. Und ja, da ist auch Platz für ein Notizbuch drin oder auch Stifte. Es ist wirklich eine Schatztruhe. Ich bin sehr happy, dass das geklappt hat. Da haben wir lange dran gearbeitet. Auch die findet ihr über den Link in der Infobox unter diesem Video. Ihr Lieben, wir haben in den Kommentaren gelesen, dass einige von euch Tomaten auch schon im Dezember aussehen. Das ist sehr spannend. Wann macht ihr das? Macht ihr das so wie mit den Chili und den Pepino, so Ende Dezember oder sogar schon früher? Und welche Sorten nehmt ihr und wie baut ihr sie an und wann könnt ihr die ernten? Das würde uns doch sehr interessieren. Vielleicht mögt ihr uns noch mal einen ausführlicheren Kommentar unter dieses Video setzen. Wir haben ja auch schon mal ein paar Videos gemacht zum Thema Tomaten aussehen. Da gibt es ja eine ganze Playlist dazu, hier oben verlinkt. Und speziell im Januar haben wir ja auch schon ausgesät, auch mit einem ganz guten Erfolg. Also das Thema Tomaten ist ja ein eigenes großes. Ich freue mich auf eure Kommentare dazu. Und dann gibt es da noch eine Kategorie, die wir natürlich nicht vergessen möchten. Das ist die vom Zwiebelgemüse. Zwiebelgemüse sehen wir im Dezember auch eher Ende Dezember aus, so wie wir das beim Fruchtgemüse, bei den Chilis und so eben auch machen. Wichtig ist dafür natürlich, dass wir eine Indoor-Pflanzenbeleuchtung haben, damit das Ganze gut funktionieren kann. Welche Gemüsepflanzen sind es denn in der Kategorie Zwiebelgemüse? Hier spreche ich von dem Sommerporree und ganz neu dabei in unserem Sortiment von der Gemüsezwiebel. Und was habe ich jetzt für einen Vorteil in meiner Selbstversorgung, wenn ich die Gemüsezwiebeln und den Sommerporree so früh schon aussehe? Naja, die Ernte ist viel früher und wir haben das Beet schneller wieder leer für eine weitere Kultur, wie zum Beispiel rote Beete oder Spinat oder ein anderes Herbstgemüse. Und dann gibt es da noch eine sehr einfache Variante, frisches Grünzeug ins Haus zu holen. Sprossengläser kennt ihr, oder? Ich muss zugeben, ich habe unheimlich viel ausprobiert über die Jahre. Da waren sogar Sprossenautomaten und weiß nicht was für Systeme dabei. Und ich muss sagen, dieses hier ist mein absolutes Lieblingsglas in Funktion, Einfachheit, Bedienung. Das haben wir bei unseren Empfehlungen verlinkt. Ich mag es wirklich sehr gerne. Und es ist so einfach. Ich nehme die Sprossen, weiche sie eine Weile ein, dann wird es dann einen Tag später umgedreht, 2-mal am Tag gespült und es funktioniert mit so vielen verschiedenen Sprossen. Was ist denn eure Lieblingssprossenart? Also mittlerweile bietet der Handel ja unheimlich viel Variation. Ich freue mich auf eure Inspiration. Und wo wir gerade schon bei den ganzen Ideen sind, das Immunsystem im Winter richtig anzukurbeln, kommen wir auch nicht drum herum, um über Kurkuma und Ingwer zu sprechen. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann habt ihr unsere Kurkuma-Ernte letztens wahrscheinlich schon gesehen. Unser Video dazu ist in Arbeit und wird auch in Kürze folgen. Ingwer und Kurkuma können wir auch hier wachsen lassen. Jetzt im Dezember ist es eine gute Zeit, um eben ihn vortreiben zu lassen, ihn dann als Zimmerpflanze zu kultivieren. Und wenn er dann raus soll, auch gerne im Kübel auf die Terrasse, kann das dann nach dem Frost, also im Mai, passieren. Wenn ihr euch aktuell mit dem Anbau von Ingwer beschäftigt und euch das interessiert, dann kann ich euch die Ingwer-Anbauvideos von Max von der Gartenkanal auf jeden Fall empfehlen.
Und was uns auch bevorsteht, wo ich mich sehr darüber freue, das ist die Adventszeit. Die Zeit, mal ein bisschen in sich zu kehren, zur Ruhe zu kommen, einen größeren Fokus auf die Familie legen zu können, Plätzchen zu backen, all diese schönen Dinge. Und was auch besonders schön ist, wir gehen in die 6. Runde des Garten-YouTuber Adventskalender. Damals hat der Max mit uns zusammen das Projekt ins Leben gerufen und ich freue mich unheimlich, dass es immer noch stattfindet und so ein gutes Feedback, so einen guten Zulauf bekommt. Das ist wunderbar. Also, auf jeden Fall notieren. Am 1.12. geht's bei Max bei Der Gartenkanal los. Er macht wie immer das Eröffnungsvideo und bei ihm in der Infobox findet ihr die ganzen teilnehmenden Kanäle. Dann verpasst ihr kein Video, keine Gewinnchance und lasst einfach direkt ein Abo da und ihr bekommt alles mit. Ihr Lieben, hat euch diese 12-teilige Serie bei uns auf dem Kanal zum Thema "Was kann ich jetzt aussehen" gefallen? Dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben oder schreibt uns einen Kommentar, gerne auch mit Verbesserungsvorschlägen. Wir möchten uns auch bei euch bedanken für eure Bestellung bei uns im Online-Kiosk. Das ist echt toll und damit unterstützt ihr unsere Arbeit, unsere Videos. Daher von uns von Herzen danke. Wir wünschen euch von Herzen eine schöne Adventszeit, Zeit mit der Familie, viel Spaß beim Gartenplan, vielleicht auch beim gemeinsamen Gartenplan und auch beim Aussehen. Und wenn ihr Lust habt, jetzt noch ein bisschen Gartengemüsekiosk auf YouTube weiterzuschauen, haben wir auch wieder was verlinkt. Einmal hier oben die Playlist mit den 12 Videos und hier unten unser Video, wo wir euch gezeigt haben, wie wir Tomaten aussehen, und zwar schon im Januar. Viel Spaß wünsche ich euch, bis zum nächsten Mal, eure Jen. Tschüss!